Was auch häufig passiert, dass die Rückschale verzogen ist. Man sollte halt sich vorher informieren, welches iPhone man hat, damit man das richtige Ersatzteil bestellt, weil die meisten Ersatzteile sind halt nicht kompatibel. Der häufigste Fehler, den die Kunden machen, ist, dass sie das Display falsch einsetzen. Wenn man das Display falsch einsetzt, passiert es, dass das Flexkabel nicht richtig sitzt und dadurch das Flexkabel einen kleinen Kabelbruch erleidet und daher eine falsche Darstellung vorkommt, beziehungsweise dass der Touch nicht richtig funktioniert. Die häufigste Ursache für das Falscheinsetzen ist aber, dass die Rückschale verzogen ist und die Kunden versuchen das dann halt mehr oder weniger ein bisschen mit mehr Kraft einzusetzen und dadurch entstehen halt die Fehler. Eine andere Ursache ist aber auch, dass der Akku angedickt ist. Und dieser Akku wird immer dicker und drückt dann das Display einfach von unten raus. Zum Thema Akku. Den Akku solltet ihr immer mit Klebestreifen verkleben. Benutzt bitte keinen Kleber wie Sekundenkleber oder Kraftkleber, weil wenn ihr dann mal den Akku tauschen wollt, den könnt ihr dann nicht mehr entfernen. Er reißt euch den Akku kaputt. Klebestreifen benutzen. Ja, bei den Konnektoren, was auch häufig passiert, dass die beschädigt werden, liegt halt daran, dass man, wenn man das Display aufsetzt, da wirklich mit sehr viel Gefühl rangehen muss. Wenn man das halt versucht, stärker drauf zu setzen, kann es sein, dass die Konnektoren dadurch beschädigt werden. Sie werden halt an die Seite gedrückt und man probiert es dann ja meistens nicht nur einmal, sondern mehrmals und so passiert es, dass der ganze Konnektor, vielleicht sogar der Konnektor am Display beschädigt wird. Was das Werkzeug betrifft, solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht das billigste Werkzeug benutzt, weil da gibt es ganz oft das Problem, dass sich die Schraubenzieher, gerade im Bereich, wo man die Schraube ansetzt, sich schnell runddrehen und da habt ihr keinen Spaß dran an der Reparatur. Also da achtet einfach drauf, dass ihr etwas höherwertiges Werkzeug benutzt. Des Weiteren solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht mit einem Metallspatel oder mit metallischen Gegenständen zum Beispiel den Akku tauscht. Das heißt, nicht an den Akkukonnektor gehen mit Metall, da empfiehlt sich immer Kunststoff bzw. ein Plastiktool. Andere Anfragen, die wir telefonisch bekommen, sind halt Probleme, dass nach der Reparatur es keine Darstellung mehr gibt, weder mit dem neuen noch mit dem alten Display. Das liegt meistens daran, dass auf der Platine dann was beschädigt wurde. Es kann sein, dass ein kleiner Kurzschluss entstanden ist und dadurch Filter beschädigt wurden, dass man dann halt nichts mehr sieht. Andere Gründe sind halt, dass man falsche Schrauben reinsetzt und diese einfach zu lang sind und sich einfach in die Platine bohren und dadurch Leiterbahnen beschädigen. Ein dreckiger Arbeitsplatz kann natürlich auch dafür sorgen, dass ihr euch Dreck ins Telefon holt. Heißt, ihr habt dann unter dem Display oftmals kleine Helligkeitspunkte, die drücken dann zwischen der Metallplatte, wie zum Beispiel beim iPhone 6, aufs Display und das ist mehr als ärgerlich. Solltet ihr euch mal wundern, dass euer Display nur 2 Anschlüsse hat, dann liegt das natürlich daran, dass ihr noch vergessen habt, die passenden Teile vom alten Display zu übernehmen. Das kann dann durchaus dann mal das Annäherungssensor-Flex sein, das FaceTime-Flex. Das müsst ihr natürlich übernehmen, dann habt ihr auch wieder die passende Anzahl an Flexkabeln. Seid bitte vorsichtig, wenn ihr den Home-Button übernehmt. Das Home-Button-Kabel ist recht fragil, da also vorsichtig rangehen, den Home-Button übernehmen, dann funktioniert auch alles, wie zum Beispiel die Home-Button-Funktion als auch die Touch-ID-Funktion. Man sollte halt genau sich vorher informieren, welches Ersatzteil man hat oder beziehungsweise welches iPhone man hat, damit man das richtige Ersatzteil bestellt, weil die meisten Ersatzteile sind halt nicht kompatibel. Um die Teile zu testen, schraubt man das alte Display, meistens sind da Displays, das alte Display ab und setzt nur das neue Display dran. Das Testen dient halt dazu, zu sehen, erstens, ob es funktioniert, ob der Bildschirm angeht, ob der Touchscreen richtig funktioniert. Zweitens natürlich auch, ob man mit der Qualität zufrieden ist. Wenn ein Display halt zu dunkel ist oder man denkt, es ist zu dunkel im zum Original, dann sollte man das erst gar nicht einbauen, man sollte es dann gleich reklamieren und zurückschicken. Bevor ihr mit der Reparatur beginnt, achtet einfach darauf, dass euer Arbeitsplatz sauber ist, aufgeräumt. Legt euch vorher schon mal das passende Werkzeug raus. Dann müsst ihr nicht während der Reparatur nach dem passenden Schraubenzieher zum Beispiel suchen. Das macht die ganze Sache deutlich einfacher. Man sollte immer darauf achten, dass man da sehr sorgfältig rangeht. Immer mit Gefühl die Konnektoren anschließen.
sich Zeit lassen bei den Reparaturen, immer schauen, dass man die richtigen Schrauben nimmt. Es sieht immer so leicht aus und relativ schnell, dass man ein Display wechselt. Man kann aber so viel falsch machen und deshalb sollte man sich da immer sehr viel Zeit nehmen, alles mit Ruhe machen, lieber 2-, 3-mal kontrollieren und immer sachte rangehen und nicht mit Gewalt.